den Männern hier so wichtig ist, sich auf den wirklich langen Weg zu machen, sogar einen Fluss zu überqueren, mehr als eine halbe Stunde einfach Berge hoch und runter zu laufen, 3-mal in der Woche und dabei noch ganz pünktlich zu sein, das erfahrt ihr gleich. Wir sind hier im Küstenregenwald Brasiliens. Nahe dem Örtchen Nilo Peçanha, im Bundesstaat Bahia auf der Fazenda Saúva. Seit 4 Jahren bietet hier Contramestre Cebolinha mit seiner Frau Bianca Capoeira an. Im ursprünglichen Küstenregenwald Brasiliens trainieren sie 3-mal die Woche mit ihren Schülerinnen und Schülern. Contramestre Cebolinha praktiziert Capoeira seit seiner Kindheit. Er ist in einer Favela in Salvador groß geworden und Capoeira war für ihn die Chance, die Stadt zu verlassen und Erfolg zu haben. Er ist durch die Welt gereist und hat an verschiedenen Orten seine Kampfkunst bekannt gemacht. In Moskau und Bamberg hat er sogar eine eigene Schule geleitet. Primeiro, né, que Capoeira é bom demais, né? Also erstens, weil Capoeira einfach so gut ist. Também, infelizmente, né, está acontecendo. Also leider ist Capoeira ein Teil der Kultur, der immer mehr verschwindet. Und Capoeira ist eigentlich im Wald, in der Natur entstanden. Und genau, wird leider immer weniger praktiziert und wir versuchen, die Capoeira wieder zurückzuholen, zurückzugewinnen. E falando do nosso projeto, é uma das principais ferramentas para atrair os jovens e as crianças para que venham aprender outras atividades, né, e ter essa consciência ambiental também. Und ihnen also erstens die Capoeira vermitteln und zweitens ihnen aber auch weitere Sichtweisen, also den Blick für andere wichtige Sachen wie den Umweltschutz, den Regenwald vermitteln. Da Capoeira? Na verdade, isso é incalculável, né? Porque não para de acontecer, né? Sempre vai trazendo resultados novos, né? Sempre vai atraindo gente. Der größte Erfolg, den Cebolinha sieht, ist, dass die Kinder und Jugendlichen sich hier entdecken. Die kommen hierher, lernen was Neues und entdecken Vielfalt. Der eine ist besser im sportlichen Teil, der andere im musikalischen. Also jeder findet sein Talent irgendwo und entdecken einfach, was in ihnen steckt, was vorher unbekannt war. Eu quero falar assim, né, que a gente nem sabia desse poder. Also Capoeira ist für unser Projekt so wichtig oder für unser für das Ganze, was hier passiert für Saúva, weil es der erste Schritt war. Das war quasi die Angel, die wir ausgeworfen haben, um die Kinder und Jugendlichen hierher zu bringen und ihnen so viele Sachen zu vermitteln. Das heißt, die Kinder kommen hierher und Jugendlichen dürfen hier trainieren, umsonst natürlich, erklären sich aber bereit, uns beim Projekt und beim Umweltschutz zu helfen. Und abgesehen von den Sachen, die über die letzten 4-5 Jahre passiert sind mit den Kindern, diese neue Sichtweise, ist viel mehr noch passiert. Also haben die so viel dazugelernt, Sachen, die wir nie erwartet hätten. Also für die Kinder und Jugendlichen hier bedeutet das einfach, erstens, sie haben zum ersten Mal ein Angebot, sie haben einen Platz, wo sie herkommen können. Und bei den meisten Familien ist Disziplin, Regeln und solche Themen, die gibt es zu Hause nicht. Und hier kommen die Kinder und Jugendlichen her und lernen zum ersten Mal, sie müssen sich an Regeln halten. Es gibt Uhrzeiten einzuhalten, man muss Uniform tragen, die darf man nicht vergessen, die müssen gewaschen sein. Lauter solche Dinge, die, glaube ich, auch für das Leben später für die Kinder und Jugendlichen sehr wichtig sind, die sie hier bei der Capoeira so nebenbei mitbekommen. Então,
Normalerweise trainieren wir 3-mal die Woche, starten um 3:30, von 15:30 Uhr nachmittags bis 19 Uhr und fangen mit Musik an, mit dem musikalischen Teil, Instrumente, Gesang und machen dann den sportlichen Teil. Und Roda. Die Kämpfe finden immer in einer Horda statt. Diese Horda besteht aus einem Kreis von Capoeiristas und den Musikern. Immer 2 Capoeiristas kämpfen in der Horda, wobei bei Capoeira in einem Kampf der Begriff Spiel verwendet wird. Capoeira ist eine brasilianische Kampfkunst bzw. ein Kampftanz. Es wurde schon während der Kolonialzeit in Brasilien von verschleppten Sklaven aus Afrika praktiziert und weiterentwickelt. Die Kampftechniken selbst zeichnen sich durch extreme Flexibilität aus. Es gibt viele Drehtritte, eingesprungene Tritte und Akrobatik. Traditionell wird zu den Kämpfen Musik gespielt. Diese folgt einem Endlosrhythmus in verschiedenen Variationen. Dazu werden passende, häufig noch aus der Zeit der Sklaverei stammende Lieder gesungen. Für Ceboinha und Bianca ist Capoeira mehr als ein Sport. Sie erwarten von den Kindern auch, dass sie sich zu Hause außerhalb des Projekts respektvoll verhalten und dass sie in die Schule gehen. Und auch bei Schwierigkeiten in der Schule werden die beiden gerne um Rat gebeten. Alle sind beim Capoeira-Training auf der Fazenda Saúva herzlich willkommen. Ursprünglich gedacht ist das Projekt für Kinder aus der Regenwaldregion. Aber Gäste aus Deutschland sind hier auch herzlich willkommen, als Freiwillige das Projekt und Capoeira kennenzulernen und hier in Brasilien mitzutrainieren.